Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es wieder weiter mit unserem Türzutrittsleser und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir hier die Firmware extrahieren und wie können wir hier eventuell an vertrauliche Daten kommen. Dazu werden wir uns hier die einzelnen Bauteile auf der Platine von dem Leser etwas genauer unter die Lupe nehmen und schauen auch, welche Komponenten eben zum Einsatz kommen und was sie uns für Schnittstellen bieten und wie wir darauf zugreifen können. Ja, wenn wir uns so eine Platine anschauen, dann finden wir natürlich allerlei Lötpunkte und auch Anschlüsse und in diesem Video heute lernen wir auch die Grundlagen dazu, wie gehe ich hier Schritt für Schritt vor, um zu schauen, was sind das für Anschlüsse und wofür können die gut sein. Ein Buch, was mir hier sehr weitergeholfen hat, ist dieses Buch hier über Hardware-Hacking. Ja, ich tue es euch unten auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein verlinken. Dieses Buch hat mir hier wahnsinnig geholfen, weil auch ich war noch nicht so wirklich tief in dem Thema Hardware-Hacking drin und habe mich jetzt auch hier innerhalb von diesem Projekt auch persönlich wieder neues Wissen angeeignet und hier Grundlagen geschaffen, damit ich auch in Zukunft bei so Hardware-Projekten besser aufgestellt bin. Ja, im Rahmen der Hardware-Analyse ist heute wieder der Flipper Zero mit dabei, doch wir werden auch mit dem Multimeter, mit einem Logic Analyzer und auch mit dem FTDI als UART-Adapter arbeiten. Fokus von dem Video heute möchte ich auf dem Finden der UART-Schnittstelle legen und im Folgevideo werden wir uns dann auch auf die Suche der JTAG-Schnittstelle machen, mit der wir dann hoffentlich auch die Firmware dumpen können. Bei dem Video habe ich auch sehr große Nahaufnahmen machen müssen und dabei möchte ich mich jetzt schon entschuldigen, dass da teilweise die Grafik etwas grobkörnig ist, denn für solche Nahaufnahmen benötigt man auch sehr viel Licht. Um hier auch das Video etwas besser zu beleuchten, habe ich mir hier auch so eine ganz kleine kompakte Lampe von Ulanzi bestellt. Die gibt es auch super günstig bei AliExpress. Diese Version hier gibt es auch noch nicht in Europa zu kaufen. Die ist momentan nur im Import erhältlich und die kleinen Lampen hier, die sind auch wahnsinnig hell und die haben mir hier wirklich sehr gut weitergeholfen. Die ganze Szenerie hier auch auf der Platine, wenn wir hier hinten auch drauf schauen auf die Platine, im Bereich der Nahaufnahme das Ganze schön in Szene zu setzen. Ja, einen Link zu den Ulanzi-Lampen mache ich euch auch ebenfalls unten in die Videobeschreibung bzw. tue das Ganze auch nochmal als Kommentar anpinnen. Ja, ich hoffe, dass ihr in diesem Videoteil hier richtig viel Wissen aufbauen könnt, denn dieses Wissen, wie finde ich die UART-Schnittstelle, das ist hier natürlich nicht nur ein Thema von so einem Kartenleser, sondern das hilft euch auch in eigenen und anderen Hardware-Projekten selber weiter, wenn ihr hier im Prinzip auch diese Grundlagen beherrscht. Seid gespannt, wir starten mit der Suche nach der UART-Schnittstelle, wie immer sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ihr wisst, worauf es heute ankommt und wir starten jetzt mal, indem wir uns mal die Platine etwas genauer anschauen. Als erstes wollte ich mal wissen, was diese Lötpads da in der Nähe von dem Anschlusskabel sind. Ja, wir werden uns heute hier mal mit den Innereien von dem Zutrittsterminal beschäftigen und schauen, was wir hier interessante Sachen finden. Ja, in unserem Leser hier finden wir verschiedene Bereiche, die wir uns jetzt auch dann mal genauer anschauen werden. Wir haben einmal hier unten den Bereich, wo das Anschlusskabel angeschlossen wird, was dann die entsprechenden Funktionen rausführt aus dem Leser. Ganz in der Nähe davon haben wir hier Kontaktstellen. Da werden wir uns als erstes mal anschauen, was das Ganze ist. Für alle, die das Video aus der Reihe davor gesehen haben, haben ja gesehen, wie ich den Reader mit einer Büroklammer angegriffen habe, indem ich hier diese zwei Kontaktstellen gedrückt habe. Ja, es deutet nämlich darauf hin, dass hier nämlich diese ganzen Kontakte auch hier nochmal rausgeführt werden. Welche das sind,
Ich werde sie mal durchmessen und wir werden uns danach anschauen, wie die ganzen belegt sind. Ja, wenn wir das Weitere vom Lesegerät hier anschauen, werden wir uns dann auch zwangsweise mit dem Hauptprozessor hier beschäftigen. Das ist derjenige hier oben. Wir schauen uns einmal genau an, was das für ein Chip ist. Und wir sehen hier unten auch noch einen Chip. Das ist der Chip, der hier unten die hier vorhandene NFC-Antenne verarbeitet. Und ja, wir haben hier oben den Pieper, das Relais und auf der Seite noch ein 5 Volt Spannungswandler, der für die 5 Volt Spannungsversorgung, insbesondere für die Vigant-Datenleitung, sorgt. Damit wir hier unten mal schauen können, wie diese Pins entsprechend belegt haben, habe ich mir den Flipper Zero hierzu vorbereitet und wir werden hier die Flipper Zero Wire Tester App verwenden. Ich kann es nochmal zeigen, indem ich jetzt hier den Kontakt schließe, sehen wir dann auch hier oben, wie sich die Kontrollleuchte bei Kontakt entsprechend umfärbt und wir auch hier ein entsprechendes Audiosignal bekommen. Hier unten können wir schauen, wo zum Beispiel die Ground-Belegung ist, und das sehen wir zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unten an den Kontakt rangehe, kann ich zum Beispiel testen hier ein paar Kontaktstellen, ob die gegen Ground geschlossen sind. Ich werde jetzt hier mal alle Kontakte entsprechend durchmessen mit dem Teil hier zusammen. Ich werde mir insbesondere dazu auch nochmal hier mein Pinout anschließen. Dann kann ich auch hier entsprechend meine Pin-Belegung mit den Kontakten hier unten vergleichen und mal schauen, was hier entsprechend belegt ist. Ja, ich habe hier alle Lötstellen mal durchgemessen und vereinfacht gesagt, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alle Anschlüsse, die wir hier unten an diesem kleinen Anschlusskabel finden, auch aus Lötstellen hier ausgeführt sind. Warum das diese Firma da so gemacht hat, die Firma Hikvision, kann ich nicht sagen. Vielleicht kann man ja diesen Laser irgendwie auf einen anderen Sockel so draufklipsen und deswegen müsste man hier hinten diese Anschlussstellen haben, oder es ist vielleicht im Bereich der Hardwareentwicklung als Debugging gedacht, ob die entsprechenden Funktionen wie Taster drücken, Vigant-Schnittstelle, ob das alles auch tatsächlich funktioniert, hier ausgeführt. Aber wenn ich solche Lötstellen freiliegen habe und hier direkt darauf zugreifen kann, dann kann ich zum Beispiel, wie ich es auch im letzten Video gezeigt habe, hier einfach mit einer kleinen Büroklammer diesen Taster triggern und somit einfach den Exit-Button auslösen, welches sofort dazu führt, dass das Schloss sich öffnet. Ja, nachdem wir uns jetzt hier auskennen, wie hier unten die Belegung ist und das uns eigentlich für Angriffe schon mal recht viel bringt, schauen wir uns jetzt als nächstes mal den Chip hier oben an. Ja, der Chip hier oben, der ist für die komplette Verarbeitung und Steuerung zuständig. Da läuft auch die Firmware drüber und da befinden sich auch die Daten, die zum Beispiel im Kartenleser wie die Kartendaten und die PIN-Daten drin gespeichert werden. Für uns interessant ist jetzt nun, wie kommen wir an die Firmware und wie kommen wir hier eventuell an potenzielle Daten. Was wir hier sehen, ist zum einen hier oben eine Pin-Leiste, wo keine Pins angelötet sind. Das sind im Prinzip hier nur die VIA, also im Prinzip die Durchführungen auf der Platine. Und hier unten sehen wir es genauso nochmal 4. Und das ist im Prinzip der Punkt, wo wir jetzt mal schauen müssen, was uns diese Anschlusspunkte hier schon mal bringen. Ja, wir schauen uns jetzt mal den unteren Anschluss an und wir fangen mal an, das Ganze im stromlosen Zustand zu messen. Wichtig hier, dass man das Ganze im stromlosen Zustand macht, weil wenn man noch nicht weiß, ja, mit welchen Spannungen man hier hantiert, kann man hier auch eventuell im Rahmen der Messung das Gerät oder den Prozessor vom Gerät beschädigen. Deshalb die erste Messung führen wir erstmal ohne Strom durch. Dazu müssen wir jetzt wichtig im ausgeschalteten Zustand erstmal testen, wie diese Kontakte hier belegt sind. Dazu testen wir als erstes mal, ob die gegen
Ground geschlossen werden. Das heißt, einer von diesen 4 Punkten ist potenziell Spannungsversorgung und einer von diesen 4 Punkten ist normal Ground. Dazu gehe ich jetzt hier auch nochmal mit dem Flipper, mit der Wiretester App her. Nochmal als Test, es pfeift jetzt hier. Und wenn ich jetzt einen bekannten Ground-Punkt hier unten antaste und ich versuche das Ganze jetzt hier oben zu testen, dann haben wir hier einen Kontakt gegen Ground. Hier auch und hier auch. Etwas seltsam. Wie gesagt, funktioniert. Jetzt testen wir das aber nochmal untereinander. Ich habe jetzt hier links gegen das zweite, ist auch verbunden. Drittes verbunden, viertes verbunden. Dann ich das zweite mit dem dritten, mit dem vierten, das dritte mit dem vierten. Ja, das ist schwierig, weil an dieser Stelle stoßen wir an die Grenzen unserer Wiretester-App. Ja, die Wiretester-App tut uns nämlich hier an der Stelle einen Strich durch die Rechnung machen und deswegen brauchen wir jetzt an der Stelle ein echtes Multimeter. So, ich habe mir jetzt mal ein echtes Multimeter geholt und wenn wir hier das entsprechend kurz schließen, sehen wir auch hier, wenn ein entsprechender Kontakt ist. Wir können das hier unten auch nochmal testen, entsprechend gegen Ground, Ground gegen Ground. Und wir haben ein entsprechendes Signal. Das heißt hier unten, das ist schon mal Ground. Und jetzt testen wir das Ganze hier oben nochmal gegen Ground. So, wir gehen jetzt nochmal hier etwas näher ran. Und wir testen mal den ersten Punkt gegen Ground. Da pfeift es. Der zweite nichts. Der dritte nichts. Der vierte nichts. Erster Ground. Also der erste hier ist definitiv Ground, wenn ich das so sagen darf. Jetzt testen wir nochmal untereinander. Wie gesagt, bei der Flipper-App. Da ist kein Kontakt. Da ist kein Kontakt. Da ist kein Kontakt. Und hier untereinander auch kein Kontakt. Also da hat uns die Flipper-App vorhin ganz was anderes gesagt. Ja, was jetzt hier nochmal interessant ist, warum die Flipper-App hier sagt, die haben Kontakt untereinander. Dazu wechseln wir hier mal beim Multimeter auf die Widerstandsmessung. Ich stelle jetzt mal hier auf einen 200k Widerstand und wir können jetzt hier nochmal testen, wie der Widerstand zwischen Ground und der zweiten Leitung ist. Das sehen wir. Ja gut, mein Multimeter ist sein Segment hier unten etwas defekt, aber wir haben hier einen Widerstand gegen Ground von um die 50.000 Ohm. Hier daneben auch nochmal um die 50.000 Ohm und zum Schluss 27.000 Ohm. Schauen wir nochmal untereinander, ob wir hier auch noch einen Widerstand messen können. Das sind wir außerhalb der Skala. Zwischen dem vierten und dem zweiten haben wir auch nochmal knapp 50.000 und genauso zwischen dem dritten und dem vierten. Also der Grund, dass uns der Flipper sagt, dass hier alle diese Pins miteinander verbunden sind, liegt daran, dass wir hier einfach einen Widerstand haben, der dafür sorgt, dass Strom, wenn auch sehr minimal, zwischen diesen einzelnen Pins fließt. Und somit, sobald ein geringer Strom fließt, sagt uns hier der Flipper Zero an der Stelle, es ist ein Kontakt da und die sind verbunden. Das heißt, an der Stelle ist der Flipper Zero kein zuverlässiges Medium mehr zum Sagen, hier haben wir einen Kontakt, also eine tatsächlich echte Verbindung oder nicht. Das ist sehr wichtig. Ja, nachdem wir hier schon ein bisschen im stromlosen Zustand rumexperimentiert haben, werden wir jetzt als nächstes mal dem ganzen Gerät Strom geben und wir schauen mal, was wir jetzt noch im eingeschalteten Zustand herausfinden können. Ja, was wir jetzt nochmal machen, ich habe jetzt hier nochmal das Kabel angeschlossen
und zwar damit ich hier die Spannungsversorgung anschließen kann, weil wir werden jetzt das Ganze nochmal prüfen, wie es denn hier ausschaut, wenn der Reader mit Strom versorgt wird. Dazu stecke ich jetzt hier mal einfach den Strom an und Reader lebt, und ich gehe jetzt hier mal auf eine Messskala von 20 Volt. Wir wissen schon, der erste Pin ist Ground, und wir tun jetzt mal gegen den zweiten Pin messen. Da haben wir 3,3 Volt anliegen. Der nächste Pin hat 3,1 Volt und der vierte Pin hat auch 3,3 Volt. Wie gesagt, da 3,3, da 3,3 und an der dritten Stelle nur 3,1 Volt. Das kann zum Beispiel darauf hindeuten, dass hier entsprechend ein Signal pulsiert, ein Takt drüber läuft, der dazu führt, dass hier unser Multimeter nicht die volle Spannung, sondern aufgrund, dass es immer hoch und runter schwingt, im Schnitt eine niedrigere Spannungskurve anzeigt. Also, wir wissen jetzt definitiv, hier vorne ist Ground und auf den 3 Pins ist so Pi mal Daumen 3,3 Volt drauf. Was uns hier auffällt, ist, dass von dem zweiten und dritten Pin hier eine kleine Leiterbahn jeweils hier nach oben an die Ecke vom Chip geht. Dazu schauen wir uns jetzt mal das Chip-Layout an von dem Chip hier oben, was da unten ist. Ja, ihr kennt ihn ja bereits, unseren Reader hier. Ich habe euch hier auch nochmal ein Foto mitgebracht, und was mich jetzt hier als Ethical Hacker auch interessiert ist, was ist das eigentlich für ein Chip, den wir hier oben vorfinden? Wir haben hier eine Bezeichnung mit E230K8 GD, und wir sehen, das ist ein ARM-Prozessor. Ich habe mich dazu jetzt hier mal auf die Suche gemacht, um ein bisschen mehr herauszufinden, weil als erstes muss ich natürlich wissen, was haben wir denn hier außen bei den Pins entsprechend für Angriffsmöglichkeiten, beziehungsweise wo haben wir hier Schnittstellen, auf die wir vielleicht zugreifen können. Ja, ich habe dazu einfach mal diesen E230K8 als Pinout eingegeben hier in die Google-Suche, und ja, habe da jetzt hier nicht so wirklich das gleiche Modell gefunden. Ich habe mir hier gedacht, ja, okay, hier AliExpress, die Anzahl der Pins auf jeder Seite, das schaut auch schon mal gut aus, und habe mir hier dieses Produkt mal auf AliExpress etwas genauer angeschaut. Ja, auf der verlinkten Seite sehen wir hier verschiedene Typen von den Prozessor, und hier unten der E230K8, das ist genau der, den wir hier bei uns gefunden haben. Da gibt es auch noch ein paar andere Bezeichnungen hier mit dem GD-E230 C8T6 zum Beispiel. Aber wenn man hier mal so durchklickt, welcher jetzt unserer ist, dann sehen wir hier, haben wir welche mit Pinfüße auch raus. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pins, und das ist genau unsere, den wir hier haben. Über den GD32 E230K8U6, den ich gerade gesagt habe, habe ich hier nochmal gesucht, und da bin ich hier auf der Seite tatsächlich hier fündig geworden. Das ist nämlich hier genau unserer, den wir hier verbaut haben, und da haben wir schon einen kleinen Checkbot, weil da haben wir ein Datenblatt dazu. Im Datenblatt haben wir hier auch nochmal die verschiedensten Untertypen, und der Typ, der hier genau darauf zutrifft, ist der hier, und das ist hier wirklich unser Jackpot, weil das ist genau unser Chip mit jeweils den 8 Pins auf der Seite. Das ist genau der Typ mit der Punktmarkierung. Wenn wir da nochmal zurückschauen, bei uns ist die Punktmarkierung links unten. Das heißt, entgegen dem, wie der hier verbaut ist, ist das Ganze hier 90 Grad gedreht. Das heißt, unten rechts die Ecke hier ist
im Prinzip unten links. Und wenn wir uns das einfach hier einmal nach links gekippt vorstellen, dann ist es genauso, wie wir es hier auf der Platine vorfinden. Wir haben hier dann auch entsprechend die einzelnen Pins beschriftet und in der weiteren Erklärung können wir auch dann hier schauen, was denn auf den einzelnen Pins drauf liegt. Hier haben wir noch ein paar Erklärungen und das, was uns jetzt als erstes schon mal interessiert, ist nämlich der Pin PA2 und PA3, weil da ist unser UART TX und unser UART RX. PA2 und PA3, wenn wir nochmal raufschauen, zu der Zeichnung, das sind die Pins, die hier unten am Eck sind. Auf unserem Chip gesehen, im Prinzip hier unten wäre hier PA2 und da PA3. Nachdem PA2 und PA3 hier unten relativ nah auch an dieser Leiste liegt und man sich vorstellen kann, dass hier irgendwie was runtergeht, ist das jetzt mal hier unser erster Ansatzpunkt auf Basis den Chipdaten hier unten zu eruieren, ob es sich hier vielleicht um tatsächlich die UART-Schnittstelle handelt. Ja, also potenziell hier unten, und zwar der ganz rechte Pin auf der Linie und der unterste Pin von der Linie sind für die UART-Kommunikation zuständig und wir sehen, dass die Pins hier unten über einen kleinen Vorwiderstand hier nach oben geführt werden und dann da hier rüber. Was bedeutet, wir müssten jetzt nochmal testen und zwar wieder mit dem echten Multimeter. Ich stelle es schon mal auf die Durchgangsprüfung. Hier nochmal der Test, ob wir hier eine Verbindung zwischen dem hier oben und jeweils dem Pin da am Eck bekommen. Ich versuche es jetzt mal. Das haut jetzt nicht ganz hin, weil uns wahrscheinlich hier dieser Vorwiderstand ärgert. Also wenn ich jetzt von hier an die Kante, an die Seite rangehe, also an die linke Seite von dem Widerstand, habe ich noch Kontakt. Genauso wird es bei dem sein. Bin ich auf der rechten Seite von dem Widerstand, genau, rechte Seite vom Widerstand, bitte Kontakt. Das heißt, wir müssen jetzt hier von der jeweils Innenseite da und da schauen, ob wir einen Kontakt hier oben bekommen. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier mal an die Innenseite von dem linken Widerstand und versuche, ob ich mal da den Kontakt bekomme. Ja, genau, das funktioniert. Und da ist er. Okay, also über die jeweiligen Vorwiderstände ist es so, dass wir einen Kontakt hier zu dem und dem Pin haben, sodass wir sicher sind, dass UART hier TX, RX sind diese zwei Pins, Ground ist das und das ist noch eine Spannungsversorgung und die können wir eigentlich vernachlässigen. Das heißt, um zu testen, ob ein UART-Signal hier direkt rauskommt, werden wir jetzt hier als nächstes mal ein Logic Analyzer damit verbinden und zwar hier mit Ground und wir schauen uns mal an, was über diese zwei Kanäle passiert. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, in der Theorie kann man sich jetzt natürlich schon einiges denken, doch wir wollen jetzt natürlich herausfinden, ob meine Vermutung, dass wir hier die UART-Schnittstelle schon gefunden haben, auch tatsächlich stimmt. Dazu werden wir jetzt den Logic Analyzer anschließen und wir schauen uns mal, was der uns hier an Informationen liefern kann. Ja, zur Verbindung von dem Logic Analyzer kann man jetzt sich so behelfen, indem ich hier einfach so eine gewinkelte Pin-Header-Leiste habe,
in der ich hier die Jumperkabel entsprechend reingeklemmt habe, und dann kann ich das relativ komfortabel hier ohne zu löten lösen, indem ich dann hier einfach diese Pins so reinsetze und so mit ein bisschen Druck das Ganze hier einklemmt. Man kann sich auch behelfen, ich habe zum Beispiel so einen kleinen 3D gedruckten Keil, indem ich hier diesen Keil hier einfach etwas drunter schiebe, sodass sich das Ganze hier etwas klemmt und die Kontakte jetzt hier nicht mehr rausspringen können. Ja, ich habe gerade den Logic Analyzer angeschlossen, habe den Reader mit Strom versorgt und habe schon mal ein Testsignal hier aufgezeichnet. Ich habe ja gesagt, dass wir hier die 2 Kanäle neben den Ground-Kanal einfach mal aufzeichnen, und wir sehen jetzt hier schon mal kurz nach dem Einschalten, dass hier der Pegel nach oben geht bei beiden Kanälen, und hier oben sehen wir auch deutlich eine Fluktuation. Wir sehen es auch nochmal, wenn ich hier deutlich reinzoome, sehen wir hier den genauen Verlauf. Ich gehe jetzt mal richtig rein, also man sieht ja richtig, wie das Signal hoch und runter geht. Ja, wir sehen es hier oben auch schon eingeblendet, denn ich habe hier einen Analyzer schon mal drüber gelegt, wo wir sehen, dass hier scheinbar wirklich Characters über eine Art UART-Schnittstelle drüber laufen. Wir sehen hier auch immer das mit dem RN als Zeilenumbruch, und da sehen wir tatsächlich Access Control System Reader. Es geht jetzt hier noch ein bisschen weiter. Das schaut jetzt schon mal sehr vielversprechend aus, und nachdem uns das hier schon mal wirklich sehr gut geholfen hat, werden wir jetzt tatsächlich mal einen Schritt weiter gehen, und wir werden hier uns versuchen, mit dieser UART-Schnittstelle zu verbinden, um das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, um im nächsten Schritt ein bisschen weiter zu gehen und nicht nur die Logik zu analysieren, sondern tatsächlich mit der potenziellen UART-Schnittstelle zu kommunizieren, verwenden wir jetzt als nächstes hier diesen FTDI UART-Adapter. Den werde ich gleich verbinden hier mit dem Rechner, und auf der anderen Seite verbinden wir ihn hier so, wie wir es gerade gemacht haben, mit dem entsprechenden Kabel hier reingeklemmt mit der UART-Schnittstelle. Damit das Ganze funktioniert, muss ich hier noch kurz was im Terminal vorbereiten. Das schauen wir uns als nächstes noch kurz an. Ja, ich habe mir hier jetzt schon mal ein Terminal gestartet, und damit wir uns hier über UART verbinden können, müssen wir erstmal unseren UART-Adapter finden. Dazu schauen wir einfach mal in die Geräte unter dev tdy und ein Sternchen, und das ist hier unser FTDI, unser UART-Adapter. Den merken wir uns. Ich nutze jetzt zum Verbinden Minicom. Es gibt ja natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie wir uns verbinden können, zum Beispiel Picocom oder Screen. Ich nehme wie gesagt Minicom. Was ihr da persönlich nehmt, ist vollkommen egal. Ich kopiere mir hier den Device Name rein, und wenn hier nichts weiteres angeht, nutzt er die Standard-Bautrate. Ich gehe jetzt mal rein, und wir sind jetzt hier im Begrüßungsbildschirm von Minicom. Was ich jetzt an der Stelle mache, ist, ich verbinde jetzt unseren Laser mit Strom, und wir schauen einfach mal, was passiert. So, da kommt erstmal ein wirrer Zeichensalat. Das liegt jetzt hier wahrscheinlich daran, dass mein Kabel immer noch nicht ganz sauber anliegt. Genau, wenn ich jetzt einmal Enter drücke, Illegal Command. Ich halte jetzt mal mit einem Finger hier, ihr seht es jetzt gerade nicht, das Kabel etwas fest. Und ich schalte es jetzt nochmal direkt ein. Jetzt mit guter Verbindung sehen wir bekommen sofort eine Rückmeldung. Access Control Reader. Wenn ich Enter drücke, kriege ich einen Prompt, und er fragt, ich kann jetzt hier im Prinzip was eingeben. Ich versuche es jetzt mal mit Help, und er sagt Illegal Command. Das scheint nicht zu funktionieren. Jetzt schauen wir mal. Login geht auch nicht. Probieren wir es mal mit Admin, auch nicht. Test geht auch nicht.
Log. Ja, irgendwie sind wir nicht ganz erfolgreich. Jetzt probieren wir es nochmal mit Reboot. Jetzt hat gerade das Relais geklickt. Ihr werdet es nicht gehört haben, aber jetzt habt ihr auch den Bestätigungston gehört. Reboot funktioniert. Okay, also es gibt hier bestimmte Befehle. Welche das sind, müssen wir mal schauen. Hierzu werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen in die Firmware schauen müssen, was wir für Möglichkeiten haben, hier standardmäßig eine Ausgabe zu machen. Wir sehen auch hier unten, jetzt habe ich gerade wieder den Finger losgelassen, jetzt kommt wieder der wirre Zeichensalat. Ich beende das Ganze hier mal einfach durch einen Druck mit Enter. Wir sehen hier chinesische Zeichen und ein paar Hexwerte, die er hier mit ausgibt. Ich habe natürlich mich hier für iTerm entschieden, weil in den Einstellungen von iTerm, ich habe es ja davor auch schon mal ausprobiert gehabt, gibt es hier unter die Settings, ich suche euch das jetzt gerade mal schnell raus, müssen wir nämlich schauen. Bei der Darstellung können wir hier nämlich auch den Text darstellen und da habe ich extra für euch hier, damit wir eben diese chinesischen Schriftzeichen darstellen können, das Ping Fang SC als Schriftart ausgewählt, weil diese stellt diese chinesischen Zeichen dar. Ich habe das auch schon mal übersetzen lassen hier, was das bedeutet, und das heißt irgendwie sowas wie Anzahl der registrierten Karten. Das stand ganz am Anfang, wo ich noch das Ding frisch aufgesetzt hatte, ein Wert von 0. Und jetzt haben wir hier 4 Werte. Was das genau bedeutet, ja, wir werden es jetzt an der Stelle erstmal nicht wissen. Was wir jetzt haben, ist auf jeden Fall hier eine funktionierende UART-Verbindung. Wir sehen hier auf jeden Fall, wir haben hier den Access Control System Reader. Wir kriegen hier auch eine Version von dem Gerät mitgeteilt. Dieses K1T810M ist das Gerätemodell und das ist die Softwareversion, die hier drauf läuft, von 2024, Juli der 16. Und Vendor, also Hersteller, ist das Access Control System Production Team. Okay, das schaut soweit schon mal ganz gut aus und wir werden uns jetzt nochmal mit den anderen Teilen hier auf der Platine beschäftigen. Ja, wir haben hier auf unserem Chip-Pinout mittlerweile erfolgreich mit PA2 und PA3 bestätigt hier unten, dass wir hier unten die UART-Schnittstelle haben. Und wir haben ja auch auf der Platine gesehen, dass es da auch noch diesen besonderen Chip gibt, der sich um die Kommunikation mit dem NFC-Chip kümmert unten. Und deswegen habe ich mich hier auch nochmal weiter auf die Suche gemacht, was es denn hier noch für potenzielle interessante Pins gibt. Ich bin da auch nochmal auf eine andere Seite gestoßen. Da hat einer diesen ähnlichen Chip sich auch mal angeschaut. Und zwar haben wir hier auch unten wieder dieses PA2 und PA3 und der hat hier nochmal TXRX eingetragen bei PA9 und PA10. Und wenn wir da auch nochmal ins Datenblatt schauen, bei PA9 und PA10, da haben wir es, PA9 und PA10, sehen wir, das ist das I2C Interface, und zwar I2C die Clock und die Daten. Das heißt, an der Stelle könnten wir jetzt überprüfen, ob hier auch tatsächlich der Chip, der im Prinzip den NFC Token ausliest, auch über diesen Pin die Daten an unseren Prozessor hier überträgt. Ich habe euch auch noch gezeigt, dass es da unten so einen kleinen Chip gibt, der für den NFC-Leser zuständig ist. Der kommuniziert mit I2C, wie der Ganze dann tatsächlich nochmal am Chip angebunden ist. Und wo die JTAG-Schnittstelle ist, das schauen wir uns jetzt aus Zeitgründen aber im nächsten Video an, weil sonst würde das Video heute kein Ende finden. Ja, mittels der JTAG-Schnittstelle können wir dann auch versuchen, die Firmware zu dumpen, und wenn wir es wirklich schaffen, dann können wir uns hier auch auf die Suche nach vertraulichen Zugangsdaten oder auch unserem PIN-Code machen. Ob wir das, wie gesagt, schaffen und finden, das, wie gesagt, im Folgeteil. Ja,
Ich hoffe, die Informationen, die ihr hier heute in dem Video bekommen habt, helfen euch auch in euren Hardware-Hacking-Projekten oder auch bei der Analyse von unbekannten Geräten. Ich kann, wie gesagt, auch nochmal auf dieses Buch Hardware-Hacking hier ganz stark verweisen, das mir auch hier in meinem Projekt wirklich gut weitergeholfen hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen, dann bekommt ihr auch Informationen aktiv, wenn ich neue Videos hier zum Thema Hacking hochlade. In diesem Sinne freut es mich, wenn es euch gefallen hat und ich bin fest der Meinung, dass ihr auch in den nächsten Videos wieder mit dabei sein werdet. Also macht es gut, ciao, euer Raik.